Es ist die besondere Kombination aus hochwertiger Lehre, exzellenter Forschung und optimalen Studienbedingungen, die die TU München zu einer der innovativsten Universitäten der Welt macht. Gerade im Bereich Innovation und Ausgründung hat sich die TU einen herausragenden Ruf erarbeitet. In diesem Jahr verleiht Präsident Prof. Wolfgang Herrmann nun zum 5. Mal den Presidential Entrepreneurship Award an Spin-offs der Universität. Dieser Preis spiegelt die Vielfalt der Universität und den unternehmerischen Geist wider. Es sind hier die jungen Menschen, die etwas ausprobieren, die Risiko wagen wollen und die ihre Ideen in praktische Produkte, Verfahren und Dienstleistungen umsetzen möchten. Und auf diesem Weg unterstützen wir Sie als unternehmerische Universität sehr gerne. Seit 1990 sind aus unserer Universität über 700 Unternehmen hervorgegangen, die nach dem heutigen Stand über 14.000 Arbeitsplätze geschaffen haben. Der unternehmerische Geist ist eine Haltung, die moderne Menschen mit einer soliden akademischen Ausbildung gerade im Technikbereich haben müssen. Und unser wissenschaftlicher Nachwuchs hat diesen Geist. Nominiert für den TUM Entrepreneurship Award 2017 ist eGym. Während Fitness noch vor wenigen Jahren einer bestimmten Klientel zugerechnet wurde, ist sie heute in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Doch gerade Trainingsanfänger trainieren oft wirkungslos oder völlig falsch. Durch die Kombination aus innovativen Geräten und intelligenter Trainingssoftware hat das junge Münchner Unternehmen eGym einen Weg entwickelt, das Training effizient, gesund und damit noch motivierender zu gestalten. Uns ist ganz wichtig, Trainingserfolg, Trainingsmotivation gepaart mit moderner Technik, das ins Fitnessstudio zu bringen, mit dem Ziel, einfach die Menschen gesünder zu machen. Während die Digitalisierung Einzelhandel, Kommunikation und Medien komplett verändert hat, war an den Handelbänken bislang alles analog und die Zeit stand still. Nur in Kombination von Hardware und Software kann man das Erlebnis wirklich so nahtlos gestalten, wie wir uns das vorstellen. Wir haben aber auch schnell gesehen, dass die Technik, die heute im Studio steht, also die Hardware, dass die das einfach zum großen Teil noch nicht kann. Und so war das der logische Schritt, im Prinzip zu sagen, wir verknüpfen das beides. Und ich glaube, da rührt auch die Stärke her, dass wir einfach uns als digitale Firma verstehen, die ganze Wertschöpfungskette überspannt. Schon seit der Gründung 2010 entwickeln, bauen und verbessern eGym ständig ihre Produkte. Besonders am Anfang in enger Zusammenarbeit mit der TU. Wir haben vor allem natürlich Wissensaustausch betrieben, einerseits mit den Professoren, die uns die gute Ideengeber waren für technische Lösungen, und haben natürlich auch mit den Studenten der TU gearbeitet. Wir hatten Werkstudenten gleich von Anfang an mit bei uns im Team, die uns geholfen haben, die Firma aufzubauen. Und die Hilfe der TU hat sich für eGym schon jetzt ausgezahlt. Wir haben jetzt schon mehrere tausend Studios ausgerüstet mit eGym-Produkten in ganz Europa. Ich glaube, die Zahl spricht für sich. Außerdem nominiert ist ProGlove. In jedem großen Unternehmen gilt, jede Sekunde Prozessoptimierung ist ein Riesenschritt. Und genau diesem Prinzip hat sich ProGlove verpflichtet. ProGlove ist ein intelligenter Handschuh für die Industrie und für Logistik. Das junge Unternehmen hat ein Produkt entwickelt, das gleichzeitig die Effizienz und die Qualität der Arbeit erhöht. Also ich habe selbst während dem Studium bei BMW gearbeitet und habe daneben zwei Dinge gesehen. Es geht einmal immer um Effizienz, wie kann ich die Prozesse noch weiter verbessern. Und das andere, man ist schon gewöhnt an Wearables, also man hat Handschuhe, Helme, Sicherheitswesten. Und so kam dann die Idee, das beides zusammenzuführen. Die drei Gründer haben schnell gelernt, dass Hardware für die Industrie sehr hohen Anforderungen entsprechen muss. Und haben so ein Produkt entwickelt, das ohne großen Integrationsaufwand schnell und einfach benutzbar ist. Das Wichtigste ist Plug and Play. Das Produkt kann man einfach anschließen und loslegen. Das ist auch, was die Kunden immer am meisten überrascht, dass man einfach ohne Integrationsaufwand das Produkt direkt benutzen kann.
Mittlerweile versorgt ProGlove einige der größten Automobilunternehmen in Europa. Und bald wollen die Münchner in die USA und nach Asien expandieren. Da, wo ich herkomme, dann ist die größte Gründung ein Fleischer. Deswegen, die haben mir beigebracht, dass man überhaupt ein Unternehmen selbst aufbauen kann. Das ist wahrscheinlich die größte Unterstützung, die die TU gemacht hat. Und dann hat die TU uns tatsächlich mit Rat und Tat immer beiseite gestanden. Also die haben uns verschiedene Kontakte gegeben. Wir haben im Maker Lab gearbeitet von der TU. Die haben uns mit Investoren zusammengebracht. Also wirklich sehr viele Dinge. Und schließlich ist in diesem Jahr nominiert Konux. In der Industrie wird es immer wichtiger, Maschinen, Anlagen und Prozesse besser zu verstehen. Konux bietet intelligente Sensorsysteme und Analytik basierend auf künstlicher Intelligenz, um so vorausschauende Instandhaltung zu ermöglichen. Am Anfang haben wir angefangen, Hardware zu entwickeln. Aber durch die Gespräche mit unseren Kunden haben wir festgestellt, dass der eigentliche Mehrwert einer Lösung immer darin steht, wenn ich dann nicht nur ein Messwert, sondern eine wirkliche Action, die durchgeführt werden muss in der Instandhaltung. Das heißt, wir haben uns entwickelt von einem Hardwareunternehmen zu einem Gesamtsystemunternehmen. Konux arbeitet derzeit eng mit der Deutschen Bahn zusammen. Mithilfe ihrer Technologie ist es möglich, die Weichen im nationalen Hochgeschwindigkeitsnetz zu überwachen und vorausschauende Instandhaltung einzuführen. Das Wichtigste, was wir gelernt haben, ist für ein Startup Fokus, Fokus, Fokus. Das heißt, in einer Sache erstmal richtig gut werden und danach in weitere expandieren. Konux verbindet hochklassige deutsche Ingenieurskunst mit einer unglaublichen Geschwindigkeit und Innovationskraft, die selbst das Silicon Valley beeindruckt. Wir Gründer haben uns in der TU erst kennengelernt. Und das heißt, im Rahmen von einem Seminar, das nennt sich Businessplan-Seminar 1, 2, haben wir an der Idee weiter gefeilt. Dann hat uns die TU auch mit der Gründungsberatung weitergeholfen, damit wir sozusagen von der Idee hin zur Gründung kommen. Und da, glaube ich, ist die TU schon extrem stark. Die fachliche Differenziertheit der Nominierten zeigt, wie breit unser Fächerportfolio ist. Und ich hoffe, dass es allen jungen Unternehmen so geht wie einst Karl von Linde, der hier bei uns den Kühlschrank erfunden hat.